Zwei Ferraris, zweimal 720 PS, identische Motoren, nur eine andere Karosse und 260.000 € Preisunterschied. Können wir beide Autos mal eine Runde hier hoch und runter fahren? Ah, den nicht, der ist neu, ne? Der ist nagelneu. Wahnsinn. Spaß, Echt das Wahnsinn. gefällt. Welches Auto würdest du nehmen? 3 Sekunden. 1. Ich habe extra meine Gartenstühle noch für dich mitgebracht. Sind die gemütlich? Also ist okay. Ja. Ist wirklich okay, muss ich sagen. Also ich finde die auch gut. Kannst du die hier lassen, weil die haben ja bestimmt noch 20 € gekostet. Das tut dir ja nicht weh. Also es ist Sonntag 16 Uhr. Super Wetter und wir haben was ganz Spezielles für euch. 2 Autos. Zweimal aus Italien. Zweimal 720 PS und beide offen. Und jetzt müssen wir arbeiten. Ihr könnt relaxen, wir arbeiten. Kommt. Aber sind aber echt gemütlich. Ja, die sind wirklich gut. Die Gartenstühle, die du mitgebracht hast, habe ich danke nochmal. So, hier haben wir es. Der F8 Spider und der 488 Pista Spider. Wir fangen erstmal mit einem Knaller an. Preisunterschied? Das ist 660.000 €. Hier haben wir 400.000 €. Hier gibt es noch ein G dazu, ein G63. Genau. Dann sind wir auch bei 660.000 €. Die Kernfrage ist heute, für welches Auto entscheiden wir uns heute? Weil wir haben hier 2 Ferraris, zweimal 720 PS, identische Motoren, nur eine andere Karosse und 260.000 € Preisunterschied. 260.000 €! Alter! Aber trotzdem, wenn ich dich jetzt frage, für was hast du einen F8 Spider vor 2 Jahren verkauft, würdest du jetzt heulen. Weil die sind ja preislich um 100.000 € gestiegen. Die aber auch. Ja, davon mal, wir sind jetzt mal bei den F8 Spider. Ja, das stimmt. Vor 2 Jahren hast Ja. du noch 100.000 € weniger Ja, das gekriegt. stimmt. Bei dem Pista Spider hast du sogar eine Viertelmillion weniger gekriegt. Ferrari hat einfach ein Modell noch die letzten 2 Jahre auf den Markt gebracht, bis sie ja dann auf Hybrid und Elektro umgestellt haben, Ja. um irgendwie noch die Verbrennermotoren zu verbauen und irgendwie noch Verbrenner auf die Straße zu Das bekommen. machen sie ja am liebsten. Bis auf letzte Sekunde, wie sie es durften. Das stimmt. Es gibt auch keine Leichtbauversion von den F8. Rosso Dino, einer der schönsten Farben. Farbe ist immer Geschmackssache, aber ich finde es super. Und jetzt kommt hier noch dazu, dass ich hier, wenn ich die Tür aufmache, darf ich mal gucken? Bitte. Wenn du dir das anschaust und genau hier runter guckst, Giallo Modena, gelb. Dann hast du Nero Sitze, schwarze Sitze. Dann hast du Rosso Dino, okay? Und dann hast du hier noch schwarze Applikation. Das heißt, und dann noch goldene Felgen. Wie viele Farben waren das jetzt? Kann ich gar nicht zählen. So viele waren Gold, Rosso Dino, Orange. Da sind wir schon mal bei 3. Schwarz 4 Farben. Aber wenn ich noch mal detaillierter hier reingucke, muss ich sagen, das Auto ist trotzdem geil ausgestattet. Racing Seats. Ja, sehr Mega. schön, wirklich. Carbon-Paket innen komplett, das sieht man hier. Das ist bei den F8 nicht Serie, bei den 488 kommen wir gleich zu. Dann schön in matt gehalten. Kontraststitching, Beifahrerdisplay. Ich weiß nicht, ob ich die goldenen Felgen nehmen würde. Das weiß ich nicht. Guck mal, der sucht gerade noch nach Ausstattung, dass er sagen kann, guck mal, das hat er Ja, auch noch. Rückfahrkamera Hat er aber nicht gesehen. Rückfahrkamera Hat ist er auch nicht da. gesehen. Die haben auch eine 360, Weißt du was? die haben auch 360 Grad Nein, Kamera. nein, du hast gesehen, ob er einen Carbon-Diffusor hat. Du hast gesehen, ob er einen Carbon-Diffusor hat. Und der hat keinen Carbon-Diffusor. Nein, Das hat er sieht man nicht. sofort. Nein, hat er Weißt du, der natürlich kommt so um die Ecke und macht so. Ah, okay. Was ich extrem hässlich finde, und ihr wisst ja, dass ich Ferrari liebe, 360-Grad-Kamera. Alter, wie sieht das denn hier aus, meine Kamera im Spiegel? Guck dir das mal an. Uiuiui, das hat mir der letzte Ferrari-Verkäufer auch noch mal erklärt. Design, Oh, bitte Technik. bestellen Sie sich keine 360-Grad-Kamera, damit Sie nicht diese kleinen Tropfen hier an der Seite haben. Ja. Also das macht das ganze Auto kaputt. Ja, Oder? darüber kann man sich streiten. Genau. Herr Mossadegh, Sie haben mal wieder wie immer recht. Welches Auto würdest du nehmen? Für dich privat jetzt. Für mich privat. 3 Sekunden. 1, Ich nehme den 2. Pista. Bei 2 hat er schon Pista gesagt. Das hat schon viel zu sagen. Das Auto gefällt mir einfach von der Form her viel besser. Also, Was denn genau? Wenn wir hier vorne jetzt uns mal die Stoßstange angucken, das ist ja, das ist schon ein ganz großes Kino. Wenn ich mir das angucke, das ist so ein bisschen so Kindergarten hier, die Abteilung. Und das ist wirklich für Erwachsene. Ne? Ja. Das finde ich jetzt. Ja, die Lufteinlässe, sorry, das hat zwar Sinn und Zweck, also, gar keine ne? Frage. Aber
Es ist schon ein bisschen an die neue Ferrari Family angepasst. Wenn du jetzt den GTB Portofino, genau. Ja? Da haben sie irgendwie ein Auto zusammengebaut. Ich finde, das wirkt schon ein bisschen neue Ferrari-Familie. Wohin gehst du? Ich will dir irgendwas erklären. Der steht da hinten und guckt, ob er welche Extras was hat, womit er mich gleich aufziehen kann. Ey. Also wenn du nur hier ein Foto machst, von hier runter, ohne Lufteinlass, könnte das auch ein Japaner sein. Ja. Wenn ich dann dieses Plastik hier sehe, ja, hast du recht. Oh weißt du, was ich meine? Oh, das ist ja Hartplastik. Ja, aber trotzdem. Mein Gott. Das Auto steht hier, als ob er dich auffressen will. Die Lufteinlässe sind so groß, dass du hier durchgreifen kannst. Und das hat ja alles Sinn und Zweck. Das ist ja kein Jux und Dollerei. Das schöne Carbon hier. Ja, das ist geil. Der ist ja neu, oder? Ziemlich neu. Nee, der hat 6.000 Kilometer. Der hat 6.000 Kilometer. Aber trotzdem, du darfst den auch nicht so viel fahren. Du musst den wenig fahren. Das stimmt. Für viele Sammler auf der Welt, ab 10.000 Kilometer, wären viele Autos uninteressant. Weil das Auto jetzt wie alt ist? 2 Jahre, 3 Jahre? Das ist ein 2020er Auto. 3 Jahre. Wenn das Auto jetzt natürlich 15, wenn wir jetzt einen Spezialer haben von 2014 oder sowas und der hat dann 13.000 Kilometer, dann relativiert sich das in den Jahren. Ne? Aber das Auto ist erst 3 Jahre alt und wenn er jetzt schon 15.000 Kilometer hätte, wäre das ein Riesen, da würdest du keine 660 für kriegen. Definitiv nicht. Da wären 5 davor. Okay? Weil der Sammler, der das Auto kauft oder der Interessent, der das Auto kauft, der sagt, okay, ich kaufe mir den jetzt für 660.000 Euro, der hat 15.000 Kilometer, ich will auch noch mal 2.000, 3.000 Kilometer fahren und zack bin ich bei 20. Ja. Und dann verliert er richtig. Ja. Können wir beide Autos mal eine Runde hier hoch und runter fahren? Oder welchen dürfen wir nicht fahren? Den dürfen wir fahren. Ah, den nicht, der ist neu, ne? Der ist nagelneu. Der ist nagelneu. Schatzi, da sind wir doch bei dem Thema Sammler. Wie viele Kilometer hat er denn? Ich glaube 86. Ah, das ist wir blöd. könnten vielleicht doch 2 Kilometer fahren. 2 dann fahren Kilometer? wir 4 mit dem, 2 mit dem, das würde passen. Und dann treffen wir ein Fazit. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Würdest du einmal nach links auf die, Danke. Auf die Schelle fahren? Ja. Jetzt habe ich eigentlich Geld mit? Also ich habe nur 10 Euro mit. Nein. Ich habe keine Jacke mit. Das wäre geil. Wir fahren mit einem Ferrari ran und du tankst das Ding für 10 Euro. Ey, das müssen wir eigentlich machen. Also ich mach das. Kannst du mir da aufnehmen. Wir fahren jetzt zur Tankstelle und Marco steigt aus und tankt ein F8 Spider Neuwagen für 10 Euro. Ja, leider. Das möchte ich mal jetzt sehen. Das ist geil. Wir haben 50 km/h und sind schon im 7. Gang. Das Auto kannst du ganz normal wie ein Golf fahren. Absolut. Aber trotzdem, also du setzt dich rein, okay, das ist ja sozusagen das Twitter-Modell von Ferrari gewesen. Zwischen 488 und dann komplett auf neue Family aufgesetzt, ne? Ja. Hybrid und so weiter. Ja. Und okay, die haben die Displays ein bisschen angepasst. Das heißt, die Displays sind genauso klein geblieben, aber Schriftformen und so weiter haben sie ein bisschen angepasst. Da ist Ferrari mitgegangen, was Lamborghini ja nicht gemacht hat bei den Aventador. So, Tankdeckel. Ja, gucken Sie mal bitte bei Ihnen, da muss ja da stehen, ne? Ja, ein Pfeil ist er nicht. Pfeil links, ist kein Pfeil da? Nein, kein Pfeil. Oh Gott, die haben noch nicht mal einen Pfeil. Aber da, Tankdeckel ist rechts, hier bei mir. Ich weiß, aber du musst ja dann immer sehen, wo dein... aber das ist ja, das wo ist dein nicht mal ein Schlauch. Pfeil haben. Nein, aber da, wo dein Schlauch ist auf der rechten Seite. Wenn es auf links wäre, wäre auf links. Ach so, deswegen haben die keinen Pfeil. Okay, aber die anderen haben ja sogar einen Pfeil. Die anderen haben richtig Pfeil. Okay. Ja. Verzeiht mir, wenn es jetzt ein bisschen wackelt, aber das müssen wir mitnehmen. Wir müssen einmal kurz auf den Tank Wim. drücken, Herr Mosavik da unten. Oh ja, stimmt hier. Zeig mal deine 10 Euro. Wir haben ja noch mehr, wir haben ja 14 Euro hier sogar. 14 Euro. Aber Mein zeig mal Gott, deine also. Uhr einmal bitte. Die Uhr? Welche Uhr? Da. Was ist deine Uhr alleine wert? Ach, das ist ja eine Stahluhr, die kostet ja nicht so viel. Aber du kannst auch mit deiner Uhr zahlen, wenn du willst. Da kriegst du die Shell-Tankstelle. Oh, jetzt wird's spannend. Oh, Alter. Ich tanke jeden Tag 10 Euro. Alter. Und der zeigt immer noch niedriger Kraftstoff. Also 10 Euro tanken bei den Ferrari F8 bringt gar nichts. Gar nichts. Oder kommt da? Und weißt du was? Wir sind immer noch bei Rot. Ach, guck mal. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Alter, geil. Vielen Dank. Also für mich mit ein paar kleinen Nuancen anders einer der schönsten F8, den ich jemals gesehen habe. Ehrlich? Echt? Ohne Scherz? Ja, okay. Ja, finde ich cool. Okay, der kostet jetzt 410. Aber meine Massagesitze sind ja mega. Deine auch? Wieso? Da ist noch ein Knopf hier.
Wie jetzt? Kann doch gar nicht sein. Der hat doch Racing-Sitze. Sag mal, hör auf Ja, das jetzt. ist doch den F8 so gewesen, Mann. Hier, vorne. Hier hat er einen Knopf. Marco Espresso geht auf dich. Der hat keine Massage. Wollte ich doch gerade sagen. Hab ich doch gesagt. Aber das ist, also ehrlich. Das heißt, ich denke, hey, was ist Jetzt mit hauen dem wir nicht in hier Ordnung? Sag mal. 2, also auf Gang 4. Der braucht ein bisschen. Aber da bis kommt er- ja gar nichts. Ja, der braucht echt lange, bis er die Klappen aufmacht. Hörst du das? Ich bin auf Race. Sport, mach mal auf Sport. Sport ist besser, meinst du? Mach mal auf Sport. Hä? Der macht So ja jetzt? gar nichts. Was ist denn da los, Alter? Boah, also das ist ja Oh nichts. Gott, grausam. Das ist ja gar nichts. Der marschiert gut Der nach marschiert, vorne, aber Sound der ist ja hört dir null. Gar nichts. Null. Nein, der hat... Brauchst du nicht suchen. Was ist denn das jetzt? Genauso wie Massageknopf. Ja gut, Brauchst du nicht. das ist ja so wirklich jetzt, ich fahre ja so ein Auto nie Probe. Kunden, Ja. die kommen, die fahren Ja. ja nicht Probe. Ja, klar. Die kaufen, klar, zahlen, klar, fertig, Klar, ne? klar. So, jetzt fahren wir zurück. Hier rechts. Also, Fazit, Emotion, Null. naja, null. Ja gut, Null. wenn wir jetzt 130, 140 fahren würden, dann wird er die Klappen aufmachen. Aber ich glaube, bei dem Pista ist gleich richtig Bambude. Ja? Zwei Sachen, die du hier drin, wenn du auch ein bisschen längere Strecken fahren willst, obwohl das eine Leichtbauversion ist, kannst du es ja. Was du auf jeden Fall machen musst, ist... Habe ich jetzt nicht verstanden. Hast Der du nicht muss was- halt weg. Okay, ich erzähl's Ich dir war auf- gerade ich erzähl's dir auf im Italienisch. Schlafmodus. Ich erzähl's dir auf Italienisch. Was muss erzähl's ich machen hier drin? Ich muss mich anschneiden. Nein, was du auf jeden Fall bestellen musst, Mann. Sitzlifter. Sitzlifter haben wir jetzt nicht, ja genau. Aber Nummer eins. der hat hier JBL drin, Ja. weil die normale Musikanlage von Ferrari ist grottenschlecht. Ja, die ist grottenschlecht, das stimmt. Die kann gar nichts. Wobei ich aber sagen muss, ich bin immer ein Fan von Musik. Ich liebe es auch. Nee, ich würde auch immer GBL bestellen. Würde ich immer. Und diese Präzision bei Ferrari, ne? Hier Carbon, perfekt verarbeitet in mein LED-Lenkrad und dann hier schön Tricolore, Ja. lackiert. Ja. Das muss ja auch per Hand gewesen sein, das kann keine kostet auch Maschine. nochmal 900 Euro extra. Ja, 900 €, aber ich finde, es geht. Ja, Für okay. das, was ich sehe, das würde ich zahlen. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Finde ich auch. Und dann haben wir hier noch die Tricolore. Das finde ich auch sehr schön. Mega, mega geil gemacht. Sag mal, ist unsere Ampel kaputt? Ja, hier ist ein bisschen tricky. Dauert manchmal sehr lange hier. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Sonst müssen wir wieder für 10 Euro tanken. Das sind 10er. Das muss ich aber anschreiben lassen. Das habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber ist nicht so schlimm. Die von der Tanke kennt mich mittlerweile. Die weiß immer, dass ich für 10 Euro tanke. Alles gut. Mindestabgabe ist ja 2 Liter. Deswegen. Der F8 hat noch eine Sache, was ich besprechen muss. Vielleicht hat er dann doch eine Chance bei dir. Was denn? Erzähl ich dir gleich. Okay. Ne, wenn wir die beiden Fahrzeuge nebeneinander haben. Okay. Da treffen wir mal Bin ich beide ja- ein Da Fazit. bin ich ja gespannt. Ich bin auch gespannt. Und zum ersten Mal Leichtbauversion Cabrio bei Ferrari nicht limitiert. Kein Abhärter. Nicht limitiert. Aber das Ding ist ja, die ersten Pistas, die waren ja so begehrt, wo die Händler dann gesagt haben, so, du hast die Zuteilung, aber du musst mindestens 50.000 € Option reinpacken. Genau richtig. Alter, Da habe ich von einem Kunden von mir ein Auto gekriegt, der hatte für, glaube ich, 80.000 Optionen. Ja, ja, ja. Carbonfelgen für Ja. 20, das, dies, dreimal Streifen für 15 Ja. und dann noch das Gedöns und Ja. dann noch Carbon und hier. Und dann hat er das Auto früh gekriegt. krass, Weiß ne? ich noch. Ja, ja. Das ist echt krass. Als ich zum ersten Mal den Pista gefahren bin, und zwar richtig auf der Strecke, Ja. okay? Ich bin kein Rennfahrer. Trotzdem auf der Strecke, wo ich mal das Auto anders erleben durfte, okay? War ich so erschrocken, wie schnell dieses Auto schaltet. Wahnsinn, ne? Diese Schaltung ist extrem schnell. Ja. Ne, du sitzt im Auto, auf einmal, du erschreckst dich. Das ist unfassbar. Ganz anders, oder? Ja, das ist ein Ganz Auto. anders. Das ist Ganz, einfach- ist der gleiche Motor. Ja. Ganz anderes Gefühl, ne? Oder? Also ich für mich, als Beifahrer sogar, und eigentlich merkt man das ja nicht so, ne? Ja. Aber ich bin jetzt eben gerade eingestiegen, wo ich schon Hör dir gemerkt das habe, mal hey, Oder? ja Das schön. ist echt Wahnsinn. Das macht Spaß. Das ist echt Das Wahnsinn. gefällt. Unglaublich, Ja, das ist oder? schön. Das ist- Unfassbar. Also wirklich. Unfassbar. Auch hier mit Alcantara und so weiter, das ist eine andere Liga. Das ist eine andere Liga. Kannst du nicht vergleichen. wirklich. Absolut. Ja, das musste jetzt einmal sein. Weil wir müssen ja auch irgendwie erklären, wo die Unterschiede sind. Ja. Weil das ist die gleiche Motorisierung, das darf man nicht vergessen. Da Und hast du recht. völlig anderes Du hast- Auto. Du hast recht, das wundert mich ja wirklich, also dass der andere gar keins drunter hat. Gar nicht. Aber jetzt von Klientel her, gehen die Leute mehr auf den F8 Spider oder mehr auf, obwohl Also er ich würde teurer sagen mehr ist? auf den F8 Spider, weil einfach die Preisrange ist zu hoch hier. Ja, okay.
Also Fazit für heute. Heck haben wir uns ja eben gar nicht mit beschäftigt. Geil natürlich, ich finde es mega cool bei den F8. Wieder 2 Lampen. Und dann haben sie hier mit dieser Kontur hier, Lüftung in dem Falle, haben sie auch ein bisschen Spiel reingebracht. Und wir dürfen natürlich eine Sache nicht vergessen, wir reden hier über eine Viertelmillion Euro Unterschied. Aber alleine beim Starten, Ja, sofort. Emotion, Sogar als Sound, Beifahrer. wenn wir alles zusammenrechnen, muss ich sagen, der Pista Spider ist das bessere Auto, Ja, auf jeden Fall. obwohl er eine Stufe älter ist, aber trotzdem Argumentation als Invest, der letzte Leichtbau als Verbrenner, Reinverbrenner, erstens. Zweitens, zwar nicht limitiert, aber sehr, sehr gedrosselt, sehr schwierig gewesen, so ein Auto zu bekommen. Drittens muss ich sagen, der hat noch Potenzial nach oben 7-stellig zu werden. Könnte passieren. Der nicht mehr. Werden die jetzt noch gebaut? Werden noch welche Nein. ausgeliefert? Weißt du das zufällig? Nein. F8 ist komplett Ist komplett eingestellt. eingestellt. Komplett eingestellt, es ist vorbei. Also, wir sind uns beide einig, Pista, ja, ne? auf jeden Fall. So, Pista. jetzt bin ich mal Pista. bei euch gespannt. Schreibt mal in die Kommentare rein, auch wenn es Sonntag ist. Pista, Spider oder F8 Spider. Ich bin gespannt. Wir beide gehen Espresso trinken. Komm. Danke dir.